Ja, da werdet ihr jetzt lachen. Das war die Geburt meiner zweiten Tochter. Warum? Weil bei der ersten Tochter war es zwar geplant, aber ich war total überwältigt und total überfordert, weil es war mitten in meinem Zweitstudium Finanzanalytik. Bei der zweiten Tochter war es auch geplant und ich habe mir so gewünscht, dass es ein Mädchen wird. Und wie ihr wisst, kann man das ja nicht wissen. Und ich wollte es auch nicht wissen am Schluss, aber ich habe mir immer gesagt, ich habe schon ein Mädchen, nochmals ein Mädchen. Das macht das Leben einfacher, ich weiß, wie es funktioniert. Und es war eines, und das war mein Dream came true. Ich bin ja Mathematikerin, also bin ich sehr analytisch unterwegs. Und das macht es dann ein bisschen schwieriger. Aber was ich vor allem versuche, ich versuche zu manifestieren. Ich versuche mir wirklich vorzustellen, das möchte ich erreichen, das gibt mir Energie. Und zum anderen versuche ich mich wirklich auch mit Leuten, die mich inspirieren, von denen ich lernen kann, zusammenzutun. Es ist immer ein Geben und Nehmen und das gibt dir auch dann die Kraft, Ziele zu verfolgen, Leute zu haben, die dich dahin begleiten und es dir ermöglichen. Ich würde es nicht nur empfehlen, sondern wenn ich zurückdenke, ich habe ja Mathematik studiert, heute würde ich wahrscheinlich selber Data Science und etwas in diese Richtung studieren. Warum? Wir sind im AI-Zeitalter. Daten ist eines der wichtigsten Ressourcen und noch wichtiger ist es, Leute zu haben, die die Daten verstehen, die wissen, was man daraus interpretieren kann, was für Trends und vor allem, was passt den Menschen, der Gesellschaft, der Wirtschaft. Das ist das, was jetzt der Mensch ins Zentrum bringt und deswegen finde ich das ein äußerst gefragtes Studium. Wenn ich Zeit sparen kann und dafür mehr Zeit habe für die Familie und für die Freunde, dann bin ich unglaublich zufrieden. Das heißt, überall, wo ich repetitive Arbeiten habe oder langweilige Arbeiten, wo mir die AI abnimmt, dann habe ich mehr Zeit für die schönen Sachen, eben für Familie und Freunde. Ich denke, dass es eine sehr essentielle Angelegenheit ist, alles rund um Gesundheit. Wir sind zufrieden, wenn wir gesund sind, wenn es uns gut geht. Und so wie die KI die Forschung in der Medizin und in der Pharma vorwärts treiben kann, Lösungen bringen kann, Krankheiten mindern kann und so weiter und so fort, glaube ich, ist das sehr wichtig für uns als Mensch und unsere Gesundheit und somit die Zufriedenheit. Eine schwierige Frage, eine große Herausforderung. Insgesamt finde ich es sehr schwierig, im Zeitalter von AI überhaupt Predictions zu machen, weil wenn wir die letzten Monate anschauen, da sind so oft Dinge passiert, die sogar Experten, die wesentlich mehr Wissen haben als ich, nicht damit gerechnet haben, es nicht gesehen haben, am Morgen aufstehen und denken, hey, wir sind auf der anderen tektonischen Platte aufgewacht. Was auf jeden Fall am Laufen ist und sicher noch sehr viel bringen wird, was wir uns heute vielleicht noch nicht mal vorstellen können, ist alles rund um Agentic AI. Baut euch ein Netzwerk auf. Gemeinsam schafft ihr viel mehr. Es ist wichtig, dass wir einander unterstützen und es ist nicht immer bidirektional. Manchmal hilft man jemand und es kommt von einer ganz anderen Ecke zurück. Wichtig ist, dass ihr stolz seid auf was ihr erreicht, aber auch auf das, was andere erreichen. Folgt eurer Passion. Wenn du etwas gerne tust, dann machst du es auch gut. Es braucht aber auch Mut. Es braucht Mut, Türen, die einem geöffnet werden, auch zu betreten, sich zu beweisen. Es braucht auch Mut, Fehltritte zu machen. Auch hier wieder, tut mir leid, als Mathematikerin, ich liebe das Ausschlussverfahren. Manchmal braucht es halt einfach auch die Wege zu wissen, was man nicht will, damit man herausfindet, was man ja möchte.